Der Donnerer, Champion von Asgard und ein sogenannter Ase. Er wird von seinem Volk geliebt. Als Sohn des Odin verfügt er über unglaubliche Kräfte. Heute wollen wir mal hinter die Figur blicken und herausfinden, was es mit den mythologischen Hintergründen der Figur auf sich hat. Denn Thor wurde natürlich nicht nur für die Marvel-Comics und die Filme erfunden. Im Marvel Cinematic Universe wird Thor vom Australier Chris Hemsworth verkörpert. Und dazu sind bereits 3 Solofilme erschienen. Insbesondere der dritte Teil konnte mit weltweiten Einnahmen von 850 Millionen US-Dollar zumindest an den Kinokassen überzeugen. Auch die Thor-Comics haben eine eingeschworene Fangemeinde, aber da ist Thor schon seit einiger Zeit eine Frau. In der Storyline Original Sin flüstert Nick Fury nämlich Thor etwas zu, sodass er die Fähigkeit verliert, seinen mächtigen Hammer Mjölnir zu schwingen. Er hat sich als unwürdig erwiesen, daraufhin wird seine Ex-Geliebte Jane Foster zum neuen Thor. In der nordischen Mythologie gab es so eine Dr. Foster aber nicht und damit ein herzliches Willkommen hier auf unserem Film-, Serien- und Comic-Kanal Cinema Strikes Back. Bis heute ist die nordische Mythologie in der Popkultur sehr beliebt. Götter wie Odin, Thor, Balder und Loki kennt man aus den verschiedensten Filmen, Comics, Videospielen und Büchern. Was ist dieser Begriff nordische Mythologie aber überhaupt? Allein dieser Begriff ist so umfassend, dass man ihn gar nicht so genau definieren kann. Natürlich, in erster Linie bezeichnet die nordische Mythologie all die Mythen, die vor dem Jahr Null in den skandinavischen Gebieten verbreitet waren. Diese Mythen entsprechen in großen Teilen den Mythen im kontinentalen Germanien. Es gab unzählige germanische Stämme, die Mitteleuropa und Skandinavien besiedelten. Über all diese Gebiete ähnelten sich die Glaubensvorstellungen, die Mythologie und die Kosmologie. So war Odin der oberste Gott der nordischen Mythologie, bei den südgermanischen Stämmen als Wodan oder Wotan bekannt. Man darf sich diese Götter aber nicht wie den einen christlichen Gott vorstellen. Nein, diese Mythologie war keine Religion. Es gab kein zusammenhängendes religiöses System. Die Rituale und Vorstellungen waren bei den jeweiligen Menschen und Stämmen sehr unterschiedlich. Allgemein lässt sich kaum sagen, was von den Menschen wirklich geglaubt wurde und was reine Sage war. Diese Mythen sind nur schwer wieder aufzutreiben, weil sie vor allem mündlich überliefert wurden. Es gibt allerdings einige archäologische Artefakte, Runen in Schriften und vor allem Zeitzeugen wie den römischen Geschichtsschreiber Tacitus, der ein großes Interesse an der nordischen Mythologie hatte. Ein Großteil unseres Wissens über die nordische Mythologie stammt vor allem aus 2 verschiedenen Werken, die als Edda bezeichnet werden und in Island verfasst wurden. Man nennt sie zum einen die Lieder-Edda und zum anderen die Prosa-Edda oder Snorra-Edda, aber beide wurden auf jeden Fall im 13. Jahrhundert im christianisierten Island niedergeschrieben. Ob die Eddas jetzt wirklich eine authentische Quelle sind, ist umstritten, da sie schließlich über Dinge schreiben, die über 1000 Jahre zuvor geglaubt wurden. Eines ist aber klar, in der nordischen Mythologie gab es einige Themen, die immer im Mittelpunkt standen: Ehre, Heldenmut, Verrat. Das antike und mittelalterliche Europa war nämlich ein gefährlicher und umkämpfter Ort. Kleinste Vertrauensbrüche führten schon unter den Stämmen zu kriegerischen Auseinandersetzungen, die die Existenz der unterliegenden Stämme in Gänze bedrohten. Dabei hatten sie ähnliche Strukturen, diese Stämme. Man verschwor sich einem Anführer und dementsprechend wurden auch die Götter angeordnet. So besitzen die nordischen Götter auch eine menschliche Gestalt und menschliche Eigenschaften. Sie empfinden so Gefühle wie Zorn, Eifersucht, Liebe und Angst. Und so war auch Odin der oberste Gott. Er strebt vor allem nach Wissen und Weisheit, aber Odin ist ein extrem vielschichtiger, ambivalenter Gott. So ist er einerseits auch als Gott des Krieges bekannt und des Heldentods, aber er sei sogar auch heimtückisch und verräterisch gewesen. Er wandelte oft unter den Menschen und ließ sich von seinen 2 Raben Hugin und Munin Botschaften aus aller Welt zukommen. Die nordischen Götter wurden in 2 verschiedene Göttergeschlechter unterteilt, in die kriegerischen und herrschenden Asen und in die Wanen, die eher als Fruchtbarkeitsgötter geschildert wurden und über Felder hüteten. Wie im Trojanischen Krieg bringt aber eine weibliche Figur das Chaos und den Krieg. Gulveig ist eine Wanin, die über Schätze wacht, über Schätze der Wanen. Gulveig geht dann zu den Asen und bringt die Goldgier über sie. Als die Asen von ihr verlangen, dass sie ihnen erzählt, woher ihr Reichtum kommt, weigert sie sich. Kurzerhand
wird sie von Odin ermordet. Sie wird sogar insgesamt 3-mal von den Asen verbrannt. Als die Wanen dann von Gullveigs Tod erfahren, bricht ein gigantischer Krieg zwischen den Wanen und Asen aus, der sogenannte Wanenkrieg. Überraschenderweise sind es die Wanen, die die Asen immer wieder niederkämpfen. Die Asen müssen eingestehen, dass die Wanen mindestens ebenbürtig sind, und so wird ein brüchiger Friede geschlossen. So leben sie zwar Seite an Seite, aber in ständigem Misstrauen untereinander, und vermutlich kann man sich auch genauso das Zusammenleben der verschiedenen Stämme vorstellen. Der Mensch setzt sich mit dieser Mythologie eben auch damit auseinander, dass der Tod ständig vor seiner Tür steht. Da man die Götter milde stimmen wollte, wurden auch viele Rituale abgehalten, um die Götter zu besänftigen. Oft wurden diese Rituale unter freiem Himmel abgehalten, denn sowas wie Tempel gab es nicht wirklich. Das am weitesten verbreitete Ritual hieß Blood. Dabei handelt es sich um eine Opferung von Tieren, vor allem von Schweinen und Pferden. Dann hat man sich mit dem Blut der Tiere besprengt, denn Blut wurde im Allgemeinen ganz besondere Kräfte zugeschrieben. Auch wenn Odin als der Allvater gilt, ist er nicht das erste Lebewesen in der nordischen Mythologie. Zu Beginn gibt es nämlich nur das Chaos. In der Götterwelt gibt es einen oberen Punkt, das seht ihr hier, in dem sich die ewigen Feuer von Muspelheim befinden, und am unteren Punkt das Gletschereis von Niflheim. Oben Feuer, unten Eis. Das sind jetzt keine Orte auf der Erde oder sowas, sondern mythologische Orte, in denen die Erde noch nicht existiert. Und als sich das Feuer von Muspelheim und das Eis von Niflheim vermischen, geht daraus das erste Lebewesen hervor, quasi der mythologische Big Bang. Und dieses erste Lebewesen heißt Ymir. Ymir ist ein zweigeschlechtlicher Urwaldriese, ganz so wie Jonas. Er trinkt von der Milch der Urkuh Audumbla, deren Herkunft übrigens gar nicht so genau erklärt ist. Ymir schläft ein und aus seinem Achselschweiß entwachsen Kinder, die keine Namen tragen. Dafür ist Ymir quasi der Urvater der Götter, denn Ymir war der allererste der Riesen. Die Götter, ob jetzt Asen oder Wanen, stammen von genau diesen Riesen ab, und diese Riesen waren bösartig, aggressiv und gefährlich. Die Riesen wohnen in Riesenheim oder auch Utgard. Auch Ymir ist nicht gerade ein angenehmer Typ, sondern so erbarmungslos und blutrünstig, dass Odin und seine 2 Brüder ihn kurzerhand töten. Aus Ymirs Körper erschafft Odin das Universum, und aus Ymirs Augenbrauen wird Midgard kreiert, der Ort für die Menschen. Midgard und mit ihm auch das gesamte Universum schweben nicht in der Unendlichkeit herum, sondern werden von einem Weltenbaum zusammengehalten, dem sogenannten Yggdrasil. Um Midgard herum wird dann ein Meer und eine Mauer geschaffen, um die Menschheit vor den Riesen zu beschützen. Odin ist die bekannteste Figur in der nordischen und germanischen Mythologie, und er steht an der Spitze der Asen. Odin hat aber nicht nur seine Raben, sondern auch ein edles Reittier namens Sleipnir, das 8 Beine hat. Dieses Geschöpf wird verrückterweise von Loki auf die Welt gebracht, nachdem er sich in eine Stute verwandelt hat. In den Marvel-Filmen ist Loki der Bruder von Thor, aber in der Mythologie ist Loki Odins Blutsbruder. Loki ist das Kind zweier Riesen, zählt aber dennoch zu den Asen, und er lebt auch unter den Asen. Tatsächlich gilt Loki aber als hinterlistiges und zwiespältiges Wesen. Odin hingegen hat eine ganz mächtige legendäre Halle, von der jeder skandinavische Krieger träumt. Odins Halle in Asgard nennt man Valhall oder Valhalla. Hierher kommen alle im Kampf gefallenen Krieger und werden vom Asen Bragi begrüßt, einem der Söhne von Odin. Die Krieger werden von den Walküren nach ihrem Tod vom Schlachtfeld nach Valhalla gebracht, und diese Krieger heißen fortan Einherjar. Für die Menschen war es die größte Ehre, im Kampf mit einer Waffe in der Hand zu sterben und an den riesigen Tafeln von Valhalla zu speisen. Odin zeugt auch etliche Kinder, darunter auch den mächtigen Donnergott Thor. Thor ist einer der populärsten Asen der nordischen Mythologie. Als Gott der Seefahrt ist er insbesondere für die Wikinger ein ganz wichtiger Gott, dem viele Rituale abgehalten wurden. Thor hat Odins Temperament geerbt und auch seine Lust am Kampf. Das Grollen des Donners soll von Thor selbst kommen, denn er fährt in einem Wagen, den 2 Ziegen ziehen. Auch Thor hat in Asgard eine eigene Halle, die Bilskirnir genannt wird. Bewaffnet ist er stets mit seinem mächtigen Hammer Mjölnir. Der Hammer trifft immer sein Ziel und kehrt danach immer in Thors Hand zurück. Mjölnir heißt übrigens Blitz und spiegelt wider, wofür Thor steht. Geschaffen wurde der Hammer aber nicht von Thor selbst, sondern von den Zwergen Sindri und Brok. Eines Tages stiehlt Thrym, der König der Riesen, den Hammer Mjölnir. Er will ihn den Asen aber auch gar nicht erst zurückgeben. Erst
wenn die Göttin Freyja einwilligt, ihn zu heiraten. Freyja ist die anmutige Göttin der Liebe und der Ehre und führt die Walküren an. Eigentlich zählt sie zu den Wanen, aber nach dem Wanenkrieg blieb sie als Geisel bei den Asen und heiratet daraufhin Odin. Freyja weigert sich natürlich, den Riesen Thrym zu heiraten, und so beschließen die Götter, die Riesen zu überlisten. Thor verkleidet sich als Freyja und Loki wird zur Brautjungfer gemacht. Beim Essen fliegt die Scharade fast auf, weil Thor alles sofort verschlingt, was man ihm vor die Augen setzt. Loki rettet die Situation, indem er lügt, dass Freyja extra für die Hochzeit lange gefastet hätte und jetzt eben sehr hungrig sei. Thrym glaubt ihm und holt Mjölnir hervor. Feierlich will er den Hammer seiner neuen Frau überreichen. Thor wirft daraufhin seine Verkleidung ab und erschlägt den Riesen. Damit hat Thor Mjölnir zurück. Thor ist auch der Untergang für einen anderen Riesen namens Hymir. Hymir geht angeln und als junger Mann verkleidet begleitet ihn der Donnergott. Thor benutzt einen Ochsenkopf als Köder und rudert sehr, sehr weit aufs Meer hinaus. Hymir hat furchtbare Angst, weil am Grunde des Meeres die sogenannte Midgard-Schlange lebt. Die Midgard-Schlange umfasst angeblich die gesamte Welt der Menschen und beißt sich in den eigenen Schwanz. Und sie wurde von Loki mit einer Riesin gezeugt. Der Ochsenkopf ist effektiv, die Schlange beißt an und greift Thor an. Ein heftiger Kampf entbrennt und so wird Thor durch den Boden des Bootes gerissen. Hymir schneidet daraufhin die Angelschnur durch und befreit die Midgard-Schlange, um zu fliehen. Thor macht das so wütend, dass er den Riesen aus dem Boot stößt, wobei manche sogar sagen, dass Thor Hymir getötet haben soll. Das ist das erste Aufeinandertreffen von Thor und der gigantischen Midgard-Schlange. Ein anderes Mal lädt nämlich Utgard Loki, der König der Riesen, Thor und Loki zu einem Wettbewerb ein. Beim Wettkampf des Riesen soll Loki auf jeden Fall eine riesige Katze hochheben. Der Donnerer versucht es, schafft es aber nur, ein kleines Bein der Katze zu heben. In Wahrheit ist die Katze aber keine Katze. Der Riesenkönig hat nämlich die Midgard-Schlange in eine Katze verwandelt. Das macht Thor so wütend, dass er versucht, den Riesenkönig zu erschlagen, aber der verschwindet einfach vor Thors Augen und löst sich in Luft auf. Das dritte Mal, dass die Midgard-Schlange und Thor aufeinandertreffen, ist ein episches Ereignis, das Ragnarök genannt wird. Das ist die wohl wichtigste Prophezeiung in der gesamten nordischen und germanischen Mythologie. Vor dem Ragnarök gibt es einen 3 Jahre währenden Winter, der die Welt in ständige Dunkelheit stürzt und auf einen 3-jährigen Krieg der Menschen folgt. Wenn der sogenannte Fimbulwinter endet, geht die Midgard-Schlange an Land, um Gift zu versprühen. Dabei wird das gesamte Land überflutet, die Gebirge stürzen zusammen und die Erde bebt. Die Midgard-Schlange ist ein Kind von Loki, genauso wie der Wolf Fenrir. Loki war eigentlich mit einer Göttin verheiratet, aber er zeugte seine bekanntesten Kinder mit einer Riesin und eine Prophezeiung sagt voraus, dass Loki mit seinen Kindern die Welt vernichten wird. Daher wird der Wolf Fenrir von den Göttern in Ketten gelegt. Wenn der Ragnarök ausbricht, schafft es Fenrir, seine Ketten zu lösen. Loki und sein Wolf schließen sich dann den Riesen an und überfallen Asgard. Ein gigantischer Krieg entbrennt und umfasst alle 9 Welten. Selbst die Seelen der Krieger aus Valhalla kämpfen für die Asen gegen die Riesen, also die Einherjer. Bei diesem Kampf wird das gesamte Universum vernichtet. So wird Odin beispielsweise von Fenrir, dem Wolf, gefressen. Odins Sohn Vidar, der Schweigsame, rächt seinen Vater und reißt dem Fenriswolf das Maul entzwei, um ihn durch den Rachen zu erstechen. Thor kämpft ein 3. Mal gegen die Midgard-Schlange und schafft es sogar, sie zu besiegen, doch nur kurze Zeit später erliegt er ihrem Gift. Loki kämpft gegen Heimdall, den Wächter der Götter, und die beiden erschlagen sich gegenseitig. Surd, ein mächtiger Feuerriese, zertrennt mit seinem Feuerschwert die Brücke Bifröst. Damit ist die Verbindung zwischen Midgard und Asgard gelöst. Dann schleudert er Feuer in alle Richtungen und entfacht den sogenannten Weltenbrand. Sämtliches Leben wird ausgelöscht und das gesamte Universum wird vernichtet. Aus den Flammen steigt aber eine neue Erde empor. Die einzigen, die diesen Weltenbrand überleben, sind Menschen, nämlich die beiden Menschen Liv und Livdrasir. Sie bevölkern die neue Welt mit ihren Nachkommen. So viel zur Mythologie. Der Thor aus den Marvel Comics und der Thor aus den Marvel Filmen. Die beiden unterscheiden sich ja auch in einigen Punkten. In den Filmen ist Thor nämlich gar kein richtiger Gott, sondern ein Ase. Ja, in der Mythologie sind die Asen im Prinzip Götter, aber im MCU sind die Asen Außerirdische, die laut Loki eine etwa 5000 Jahre höhere Lebenserwartung haben als der Mensch. Aber jetzt kennt ihr auf jeden Fall auch die mythologischen Hintergründe und bitte bedenkt,
dass das nur ein ganz kleiner Überblick war. Man könnte ein Video mit diesem Thema wirklich mit Stunden an Material füllen. Das ist halt eine sehr reiche, sehr komplexe und wundervolle Mythologie, die sehr viel Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Jetzt könnt ihr aber all das Wissen im Hinterkopf einfach nutzen und damit mehr Spaß haben, wenn am 26. April Avengers Infinity War in den deutschen Kinos anläuft. Was sagt ihr? Freut ihr euch auf Avengers 3? Was haltet ihr von Thor im Allgemeinen? Schreibt eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare. Wir haben in den letzten Wochen übrigens auch mal ein sehr ausführliches Video über die sogenannten Celestials, die Eternals und Thanos gemacht. Das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen, wenn ihr voll im Marvel-Fieber seid und euch auch für die Comics interessiert. Abonniert unbedingt unseren Kanal Cinema Strikes Back und macht die Glocke an, dann verpasst ihr gar keins unserer Videos. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.